Sind Sie denn schon am Aufnehmen, Frau Schipp? Ja. Wirklich? Ja. Ich bin total nervös. Ich weiß gar nicht, was zu sagen. Erstes Video, Herr Paulsen. Ja, mein erstes Video. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der bis heute 15 Views hatte. Aber ich Subscribers. Ich habe keine Subscriber, bei mir kommt der Button gar nicht, weil es so wenig Potenzial gibt. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe den YouTube-Kanal eigentlich bisher nur gehabt, um ab und zu mal ein paar Bug-Videos aufzunehmen und jemandem zu schicken. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte berichten, was ich hier so mache, wenn ich Musik mache, wie ich das mache, was ich für Equipment habe und warum ich die eine oder andere Entscheidung getroffen habe, warum was zu benutzen und was nicht. Entschuldigung, Bug-Videos, du meinst Bitwig, ne? Das ist das Programm, das du... Warum sagst du Bug und Bitwig in einem Satz? Das passt nicht. Nein, ich mache viele Debugging-Geschichten auch. Also ich bin immer interessiert, die neuesten Sachen zu testen und ich arbeite auch beruflich mit Computern und mit Softwareentwicklung und bin halt viel dabei, Sachen anzuschauen und Debugging zu machen und dann mache ich immer wieder auch mal Videos. Okay. Dafür habe ich bis jetzt meinen YouTube-Kanal benutzt. Gut. Wieso nicht? Ja, also dann zeige ich euch mein kleines Heimstudio. Als ich mich selbstständig gemacht habe, vor fast 20 Jahren, habe ich von Kleinen Hummel gehört. Ich habe im Studio bei Kubus Media genau das gleiche System. Das sind die Kleinen Hummel Pro 110. Dazu gibt es unter dem Tisch, das sieht man jetzt nicht, einen Subwoofer auch, den ich zuschalten kann mit einem Fußpedal. Also das hier ist der Fußpedal-Switch. Damit kann ich quasi den Subwoofer ein- und ausschalten, um halt zu testen. Dort drüben sieht man meinen Hackintosh. Ja, es ist ein super einfaches Setup. Ich habe einen STL Crimson. Das Praktische daran ist, dass es Audio-Interface und Monitor-Controller in einem. Ich habe einen Kopfhörer, einen guten. Ich habe 2 Mikrofonständer und 2 Aston Origins Mikrofone, mit denen ich ab und zu die Global aufnehme oder auch Soundeffekte und solche Sachen. Das ist einfach ein Stück, an dem ich im Moment am Arbeiten bin. Ich arbeite ja gerade an meinem zweiten Album. Und eben, ich habe jetzt mittlerweile ein komplett softwarebasiertes Setup. Ich hatte früher sehr viel Synthesizer, sehr viel Outboard. Dann hatte ich eine finanziell schwierige Situation, habe alles verkauft, habe lange keine Musik mehr gemacht. Jetzt mache ich wieder Musik und jetzt ist wirklich alles in the box. Also ich mache alles auf dem Computer. Hat auch sicher viel damit zu tun, dass ich jetzt Bitwig einsetze. Bitwig hat dich verlassen. Das ist nicht verlassen, das ist der Screensaver. Ach so, okay. Gut. Dann würde ich sagen, setze ich mich hin und zeige euch ein bisschen etwas von Bitwig. Ja? Also, ich habe durch Bitwig Studio wieder extrem viel Freude gewonnen am Musikmachen, habe mein ganzes erstes Album damit gemacht, bin jetzt am zweiten Album am Arbeiten, nutze jede freie Minute, die ich habe, um Musik zu machen und möchte euch ganz kurz zeigen, warum ich Bitwig toll finde. Also als allererstes, was ganz toll ist das Dual-Monitor-Verhalten von Bitwig. Soweit ich gehört habe, das konnte ich noch nie probieren, aber es ist mit 3 Bildschirmen noch toller. Aber mit 2 Bildschirmen ist es halt so, dass ich zum Beispiel mit Tab, wo ich wechseln kann zwischen den Ansichten, kann ich immer auf dem einen Bildschirm den Mixer haben in unterschiedlichen Setups. Also zum Beispiel könnte ich auf der einen Darstellung sagen, ich möchte all die Effekt-Sense sehen und auf der anderen Seite halt ein Element im Detail haben. So kann ich wirklich eigentlich immer, wo ich gerade dran bin, komplett den Fokus drauf haben. Das ist jetzt einfach nur, um kurz zu zeigen, warum auch die 2 Bildschirme toll sind. Bitwig an sich finde ich eigentlich toll. Ich habe damals Ableton Live probiert, wurde aber mit der Oberfläche, ich kam mit der Oberfläche eigentlich gar nicht klar. Das hat mir nicht gefallen. Es ist für mich, sehe ich nicht, wo fängt etwas an, wo hört etwas auf. Als ich Bitwig zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so wie Ableton Live, aber sieht ein bisschen mehr aus wie Logic. Von Logic komme ich ja. So hat mir das eigentlich von Anfang an zumindest visuell den Einstieg erleichtert. Von Ableton Live kannte ich dann auch schon ein bisschen den Unterschied mit den Clips. Und was bei Bitwig ganz toll ist, es gibt zum Beispiel auch die Clips in der horizontalen Ansicht, also nicht nur so wie man das kennt, halt mit den Szenen in der horizontalen Ansicht, sondern auch dann mit den Szenen in der vertikalen Ansicht. Das hilft mir immer sehr, wenn ich arrangiere. Hier ganz großartig dabei sind diese Modulatoren, also wo ich quasi von jedem Track, ich kann hingehen von jedem Track und könnte hier beispielsweise sagen, ich mache hier ein Tool hin. Mit diesem Tool könnte ich einen Audio Sidechain von zum Beispiel irgendwie einem Kick oder sowas holen in diesem Track jetzt. Mache das mal ganz kurz, um euch das kurz zu zeigen. Und könnte dann zum Beispiel sagen, das ist jetzt sehr brutal und so würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich könnte zum Beispiel sagen, der Kick soll auf dieser Gruppe hier, soll er das Volumen regulieren. Und man sieht das jetzt hier auch schon ganz fein, ich kann dann auch noch das Signal verstärken. Der tut jetzt wie ein Sidechain quasi das Signal absetzen. Diese Modulatoren sind aber natürlich extrem umfangreich.
Ich kann hier zum Beispiel zusätzliche Modulatoren setzen. Es gibt keine Begrenzung. Ich kann bei internen Devices oder bei VST-Devices Modulatoren setzen, kann die untereinander koppeln, kann mathematische Operationen anwenden. Es ist eine wahre Freude. Es ist ein Wissenschaftsbaukasten eigentlich für Musik. Und das hat mir an Bitwig auch immer sehr gefallen von Anfang an, dass ich halt damit sehr spontan, sehr intuitiv, sehr schnell Ergebnisse erzielen kann und keinen komplexen Overhead habe, der auch zum Beispiel im Fall von Logic dann zum Teil noch alles andere als logisch ist, wo man sich stundenlang damit umärgert. Hier ist alles super effizient, super einfach, gefällt mir sehr gut visuell, der Workflow ist mega schnell, ich kann alles Tastatur steuern, ich kann eigentlich an jeder Stelle irgendwie hingehen und ein neues Element einfügen mit dem Browser von Bitwig, der super ist, wo ich alles mit Tastatur bedient durchsuchen kann. Ich kann einen neuen Track machen, ein Element einfügen mit dem Browser, alles ohne jemals die Maus anfassen zu müssen und Plugin-Fenster öffnen, schließen und so weiter und so fort. Ich liebe es. Und dann werde ich mich bedanken und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte weitere Videos machen mit Details zu Bitwig, Bitwig 2 im Speziellen, mit den speziellen Workflow-Geschichten dort, zum Hackintosh und generell zu Produktionstechniken und freue mich schon darauf. Bis bald. Ist das gut? Ja.